Herzlich willkommen, liebe Neurofeedback-Interessentinnen und Interessenten. Ich freue mich sehr, dass Sie Neurofeedback im Heimtraining anwenden möchten und dass Sie sich dafür für den eSense EE Genius von Mindfield entschieden haben. Das ist eine gute Entscheidung. Damit können Sie ein wirklich professionelles Heimtraining durchführen. Auf dem allerneuesten Stand der eSense EE Genius ist dafür ein ganz neuartig entwickeltes Gerät und ist hochgradig darauf abgestimmt, dass er ein Training im häuslichen Umfeld ermöglicht. In diesem Video lernen Sie, wie das Gerät benutzt wird, das Zubehör benutzt wird. Das ist also das sogenannte Hardware-Video. Ich zeige Ihnen ganz im Detail, wie alles funktioniert und wie Sie sich selber an das EEG-Gerät anschließen und dann in der Vorbereitung ein Neurofeedback-Training durchführen können. In einem zweiten Video wird die Neurofeedback-Software erläutert und da gehe ich ganz genau darauf ein, wie Sie in unserer Web-App dann Schritt für Schritt ein Training machen, ein Training auswerten, Ihren Fortschritt verfolgen etc. Ich gehe davon aus, dass Sie den eSense EE Genius bereits bekommen haben oder er auf dem Weg zu Ihnen ist. Und wie kommen Sie dazu? Was ist mit enthalten in der Lieferung? Das schauen wir uns einmal ganz kurz an. Wenn Sie in unserem Online-Shop sind, dann können Sie dort unter Geräte eSense EE Genius den eSense EE Genius bestellen. Das haben Sie vermutlich getan. Hier gibt es 3 verschiedene Sets oder Angebote für eine Person, für 2 Personen oder 3 bis 4 Personen. Und in jedem Fall ist immer ein Starter-Set mit enthalten. Und dieses Starter-Set, das sehen wir hier auch nochmal, das kann auch separat bestellt werden, aber es ist immer in einem Set mit dem eSense EE Genius enthalten. Und was darin enthalten ist, das schauen wir uns jetzt mal hier direkt an. Denn dieses Starter-Set ist das Zubehör, was Sie benötigen, um sich anzuschließen. Da sind die Elektroden mit enthalten, die Kochsalzlösung, die Kappe, Filzplättchen und eine Tube One-Step. Wie sieht das aus? Ich habe das hier einmal platziert. Wir haben eine kleine Flasche mit Kochsalzlösung. Wir haben eine Elektrode für den Kopf, 2 Elektroden für die Ohren und jede Elektrode bekommt ein solches Filzplättchen. Das ist genau das, was Sie zum Anschließen brauchen. Es sind noch mehr Elektroden und mehr Filzplättchen enthalten, die ich jetzt hier aber nicht noch dazugelegt habe, um Sie nicht zu verwirren. Das alles andere sozusagen ist Ersatzmaterial. Und neben diesen Elektroden, Filzplättchen, Kochsalzlösung und dieser Spritze mit einer abrasiven Paste haben wir natürlich noch die Kappe. Ja, diese Kappe, die dafür notwendig ist, um die Elektrode am Kopf in Position zu halten. Das ist das Starter-Set und diesen Inhalt, den behalten Sie auch. Wenn Sie den eSense EE Genius an sich gemietet haben, ist das Starter-Set aus hygienischen Gründen Ihr Eigentum und Sie benutzen es eben. Und wenn Sie den eSense EE Genius irgendwann zurückgeben sollten, behalten Sie das Starter-Set auch. Wenn Sie nach unzähligen Trainingssitzungen einmal etwas nachbestellen müssen aus dem Starter-Set, dann schauen wir nochmal in den Shop, können Sie hier auch die Kochsalzlösung nachbestellen, die Elektroden zum Beispiel mit Filzplättchen oder wenn Sie noch eine weitere Kappe benötigen, weil Sie noch mit einer anderen Person trainieren, dann können Sie auch die Kappen hier einzeln nachbestellen oder eben, wenn Sie ein Set haben mit mehreren Personen, wie jetzt in diesem Fall mal als Beispiel für eine ganze Familie mit 3 bis 4 Personen, dann macht es Sinn, dass Sie auch noch ein weiteres einzelnes Starter-Set dazu bestellen, da man mit 3 bis 4 Personen sicherlich noch eine zweite Kappe und mehrere Elektroden benötigt. Neben dem Starter-Set mit dem Zubehör haben Sie natürlich das Gerät selbst, den eSense EE Genius, 3 Elektrodenkabel in Gelb, Schwarz und Weiß mit den entsprechenden Steckern, die passend an die farbigen Anschlüsse hier an die Buchsen angesteckt werden. Und Sie haben noch ein Ladegerät mit dabei zum Aufladen des eSense EE Genius und einen Bluetooth USB-Stick. Dazu später, der wird wirklich nur im
seltensten Fällen benötigt, wenn Ihr PC kein Bluetooth hat. Und zu guter Letzt haben Sie noch so eine kleine Kurzanleitung mit dabei. Schauen Sie bitte einmal rein, da finden Sie noch mal ein paar Tipps zur Pflege, Reinigung des Gerätes, des Zubehörs und zur Bluetooth-Verbindung. So, nun schauen wir uns aber mal an, wie wir uns anschließen. Und zwar, wenn wir nochmal auf das Zubehör blicken. Das ist das, was wir benötigen. Als allererstes haben wir diese Filzplättchen hier und diese Kochsalzlösung. Und wir nehmen so ein Filzplättchen in die Hand und können das so machen oder Sie können das auch auf einem Teller machen. Ich mache das hier so für die Demonstration mal so. Nehme hier die Pipette mit der Kochsalzlösung und gebe ein paar Tropfen hier auf dieses Filzplättchen rauf. Das geht darum, dass das Filzplättchen gut durchfeuchtet wird, so dass es einfach insgesamt einen feuchten Eindruck macht. Es kann sein, dass man nochmal etwas mehr Tropfen braucht, wenn die Haare die Feuchtigkeit aufsaugen. Bei meiner Frisur ist das kein Thema. Ich bin hier ein idealer Kandidat, werde ich Ihnen gleich zeigen. Aber mit besonders viel Haaren braucht man eventuell ein bisschen mehr Kochsalzlösung. So, dann nehme ich dieses Filzplättchen hier, dass man es mal besser sieht, und lege das hier in die Elektrode rein. Ja, so. Es ist jetzt feucht, die Elektrode ist feucht, wir brauchen hier einen guten Kontakt. Und auf der anderen Seite hier sollte nach Möglichkeit wirklich keine Kochsalzlösung, keine Feuchtigkeit rankommen. Das gleiche mache ich jetzt mit den anderen beiden Plättchen und lege die dann in die Ohrelektroden ein. Auch hier wieder, ich drehe das Plättchen mal um, drücke es ein bisschen aus, aber nicht zu viel, nicht, dass es tropft, biege die Elektrode hier ein bisschen hoch und drücke das Ganze dann hier in die Elektrode so rein, dass es einen guten Kontakt mit der Elektrode hat. Also hier unten sind die Druckknopfanschlüsse dran, hier kommt das Druckknopfkabel gleich dran und hier oben lege ich das Filzplättchen ein, hier sieht man die Elektrode selbst. Wieder 1, 2, 3, 4, 5 ungefähr, nochmal 2, 3, das reicht. Und wieder das Ganze hier in die Form einlegen. Soweit. So, nun habe ich die Elektroden vorbereitet mit der Kochsalzlösung. Schauen wir jetzt als nächstes mal die Kappe an. Die Kappe besteht aus einem Band, was ringsherum geht, was hier innen auch so gummiert ist. Das ist unsere neue Universalkappe. Wir haben auch vorher eine andere Kappe gehabt, eine Erwachsenen- und Kinderkappe, und das ist unsere neue Universalkappe. Und die passt im Prinzip wirklich jeden Kopf. Das war das Ziel, dass wir eine Kappe haben, die für kleine, für große Köpfe gleichermaßen passt. Und Sie haben hier am Ende eine einfache Möglichkeit, die Kappe in ihrer Länge zu verstellen, zu justieren. Ja. Und das Ganze sollte dann hinten sitzen, während eben das, was ich hier mit den Klettstreifen sehe, hier mit dem Klett an der Seite, das ist die Querverbindung. Und mit dem Verschluss eben, mit dem Metallverschluss nach hinten, setze ich das Ganze auf und schiebe es so hin, dass die beiden etwa hier über den Ohren sitzen. Ja. Man gewinnt jetzt keinen Schönheitspreis mit der Kappe, aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass man bequem hier die Möglichkeit hat, die Elektrode mittig auf dem Kopf zu platzieren. Und zwar mittig, damit meine ich einmal hier von links nach rechts, in der Mitte am höchsten Punkt und auch von vorne nach hinten in etwa am höchsten Punkt. Machen Sie das vor einem Spiegel. Ich kann das hier gut machen, weil ich mich in der Webcam sehe. Und dann können Sie eben hier problemlos mit den Klettbändern dieses Querband so verkürzen oder verlängern, dass es einen leichten Andruck hier oben bietet, dass die Elektrode hier gleich direkt gut runtergeschoben werden kann. Ja? Wenn es soll wirklich nicht zu eng sitzen, dann macht man lieber nochmal hier ein bisschen lockerer die Kappe, ein bisschen länger, das Ganze nochmal auf, und ich mache es mir auch gerade nochmal ein bisschen bequemer, ein bisschen lockerer hier an der Seite und setze sie nochmal auf. Und diese Gummierung hier innen drin, die verhindert eben auch, dass die Kappe nach oben rutscht. Ja? Dass sie auch auf den Haaren hält soweit. So.
das ist eigentlich schon wirklich alles und einfach aufzusetzen, die Kappe. Und nun gucken wir wieder auf die Elektroden und wir haben ja diese Kabel schwarz, weiß und gelb. Und wir brauchen die Kopfelektrode, das ist diese hier, an dem schwarzen Kabel. Und die hat so eine kleine Öffnung hier, das heißt, das Kabel kann man auch nur auf eine Weise hier ranklippen. Und dann nehme ich es mal hier schon mal aus dem Satz raus. Habe jetzt also das schwarze Kabel einzeln und stecke es in das eSense eGenius Gerät bei Schwarz rein. Das gleiche mache ich jetzt mit den Ohrelektroden, entsprechend gelb und weiß. Es ist völlig egal welche, sie sind gleichwertig. Und es ist auch egal, ob es das linke oder rechte Ohr dann wird mit der Elektrode. Machen Sie es nur so, dass Sie immer die gleiche Elektrode am gleichen Ohr verwenden. Einfach der Vergleichbarkeit halber. Das eine ist die Referenzelektrode, das andere ist die Erdungselektrode. Jetzt habe ich also hier am eSense eGenius die Kabel eingesteckt und die Elektroden so bereit. Und was mache ich nun? Ich platziere die Kopfelektrode unter der Kappe und die anderen am Ohr. Und außerdem habe ich hier eine Halterung mit am eSense eGenius mit dabei. Das gehört also auch zum Gerät, nicht Teil des Starter-Sets. Und damit können Sie den eSense eGenius ganz einfach hier an der Kleidung befestigen. Und deswegen sind die Kabel auch so kurz, weil das macht viel Sinn, dass man mit kurzen Kabeln arbeitet, um also auch möglichst da keine Bewegungsartefakte in das empfindliche Signal zu bekommen. So, nun nehme ich die Kopfelektrode und schiebe sie von hinten mittig unter die Kappe, sodass ich halt nicht das Kabel hier irgendwie vorm Gesicht baumeln habe, und schaue mal, und die anderen Elektroden mache ich mir direkt ans Ohr. Einmal, und zwar so, dass das Filzplättchen vorne hier aufliegt. Ja? Die Elektrode vorne klippe ich mir ans Ohr und ans andere Ohr, gelb oder weiß, egal wie rum. Und es gibt noch ein kleines Gummibändchen, das habe ich jetzt hier nicht in dem Demo-Video, was hier um die Ohrelektroden rumgelegt wird und den Andruck erhöhen kann. Wenn also gerade bei Kindern mit ganz dünnen Ohrläppchen die Elektrode hier in den Ohren nicht fest genug sitzt, können Sie mit den Gummiringen sie etwas fester machen, soweit. So. Jetzt gucke ich, dass wir das Ganze hier mittig, dass die Elektrode mittig sitzt. Sollte sich in etwa tun. Es kommt aber hier nicht auf den Millimeter an, auch nicht auf den, also ungefähr auf den Zentimeter wäre es schon ganz schön. Und schon habe ich die Elektroden angeschlossen. So, und dann haben wir noch hier diese Turbo One Step. Die brauchen wir eventuell gleich, wenn die Impedanzen, das bedeutet der Kontakt zwischen Kopfhaut und Elektrode, nicht optimal ist. Wenn der nicht gut ist, dann kann ich hier mit dieser Paste noch etwas den Kontakt verbessern. Das ist eine abrasive Leitpaste, wo ich hier einen kleinen roten Stöpsel habe, den ich abmachen kann. Ein kleines bisschen auf den Finger, erbsengroß oder weniger. Und in der Regel brauche ich das nur für die Kopfelektrode, um unter der Elektrode ein bisschen mit dieser Paste die Haut aufzurauen, die Hautleitfähigkeit zu verbessern. So, aber das schauen wir direkt gleich, wenn wir uns mit dem eSense eGenius und der Web-App verbinden als nächstes. So, nachdem ich mich nun angeschlossen habe, wäre vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass der eSense eGenius vorher aufgeladen sein sollte. Also einmal mit dem beiliegenden USB-Ladegerät voll aufladen, bis die Lampe dabei grün anzeigt. Wenn man ihn einsteckt, leuchtet er in der Regel rot und irgendwann leuchtet er grün, wenn er aufgeladen ist, wie bei den meisten Geräten. So, nun brauchen Sie einen PC, Windows, Mac, Linux mit dem Google Chrome Browser. Ganz entscheidend, wirklich nutzen Sie den Google Chrome Browser ausschließlich. Damit haben wir die besten Erfahrungen und alle Tests laufen damit. Und andere Browser wie zum Beispiel Firefox funktionieren gar nicht und unterstützen das Bluetooth nicht, was wir brauchen, um das eSense eGenius mit dem Browser zu verbinden. Auch Safari unter Mac nicht. Also nutzen Sie bitte den Chrome Browser. Und ganz wichtig, nutzen Sie ihn mit einem Inkognito-Fenster. Ich habe hier schon mal den Browser geöffnet in einem Inkognito-Fenster. Das heißt, hier mit den 3 Pünktchen können Sie ein Inkognito-Fenster oder Inkognito-Tab öffnen. Damit
haben Sie keinen Cache und es wird immer die neueste Version der App von unserer Webseite geladen und dann gehen Sie auf www.esense-egenius.com. Und da Sie neu sind, werden Sie wahrscheinlich noch keinen eigenen Account haben und den müssen Sie sich hier erstmalig kostenlos anlegen. Dazu klicken Sie oben rechts auf kostenloses Konto erstellen und geben dann einmal eine E-Mail-Adresse und ein Passwort ein. Name, Alter und Geschlecht sind völlig optional, da gehen wir ganz datensparsam vor, da müssen Sie nichts angeben, aber sollten zumindest, sage ich mal, Ihren Namen angeben, das würde schon sehr viel Sinn machen, weil der auch permanent in der Software verwendet wird und angezeigt wird. Sie werden in der Regel von Mindfeed betreut. Es gibt eine Supervisorrolle immer. Ein Supervisor kann die Daten anschauen, sie beaufsichtigen, kann individuelle Trainings erstellen und im Standardfall, wenn Sie den eSense eGenius von uns ausleihen und ein Neurofeedback Heimtraining durchführen wollen, werden Sie von Mindfeed betreut. Das bedeutet, wir sind Ihr Ansprechpartner. In der Software selbst ist ein Fragebogen integriert, wo Sie in dem anderen Video sehen werden, wo Sie Ihren Schwerpunkt auswählen, Ihre Ziele auswählen und dementsprechend werden die Trainings für Sie bereitgestellt und das läuft ziemlich automatisiert ab. Wenn Sie darüber hinaus Fragen und Wünsche haben, um Ihr Neurofeedback Heimtraining noch zu verbessern, bieten wir noch optionale Pakete an, um die Betreuung zu intensivieren. Es kann aber auch sein, dass Sie von einem externen Supervisor betreut werden und der wird Ihnen dann aber bereits einen Registrierungslink geschickt haben und den benutzen Sie bitte, um sich dann einen Account zu erstellen, damit Sie gleich mit Ihrem Supervisor verbunden sind. Ja. Aber der Normalfall, wenn Sie nicht von einem externen Supervisor kommen und betreut werden, werden Sie von Mindfeed betreut, lassen also diese Einstellung hier, stimmen den Bedingungen zu, sagen, dass Sie kein Roboter sind und erstellen hier ein kostenloses Konto. Diese Option, dass Sie selbst Supervisor sind und einen Code haben, die ignorieren Sie bitte. Als Endnutzer spielt diese Option für Sie keine Rolle. Ich logge mich jetzt einmal mit meinem normalen Endnutzer-Account ein. Dazu gebe ich meine E-Mail-Adresse und mein Passwort ein und klicke dann auf Login. Nun landen wir im Profil in der Ansicht fürs Neurofeedback-Training. Und wie gesagt, die Erklärung dieser Software ist Teil des anderen Videos, aber jetzt geht es darum, dass wir uns mit unserem eSense eGenius mit der Software verbinden. Und dazu muss ich natürlich das Gerät einfach erstmal einschalten. Das tue ich auf dem schwarzen Knopf. Es vibriert kurz und blinkt dann eine Weile gelb, bis es gestartet ist. Und wenn es vollständig gestartet ist, das dauert jetzt ungefähr so 5 bis 10 Sekunden, dann werden Sie sehen, dass die Lampe dann gleich blau leuchtet. So. Und wenn sie blau leuchtet, ist das Gerät bereit zur Verbindung und kann hier im Webbrowser verbunden werden. Bitte nirgendwo anders, nicht in den Bluetooth-Einstellungen von Windows, nicht in den Bluetooth-Einstellungen von Mac. Sollten Sie mit einem iPad trainieren wollen, das geht auch, dann nutzen Sie unsere iPad-App, aber auch dort bitte nicht in den Bluetooth-Einstellungen vom iPad verbinden, sondern ausschließlich dann in der iPad-App und hier sonst immer im Chrome-Browser. Auch ein Android-Tablet ist möglich zu nutzen, ein modernes Android-Tablet mit ausreichender Leistung sollte es sein und dann auch dort benutzen Sie bitte den Google Chrome-Browser im Inkognito-Fenster. Und dann klicken Sie hier oben auf Verbinden und dann erscheint hier ein kleines Fenster und dort der eSense eGenius mit der Seriennummer und man klickt auf Koppeln. Und schon bin ich mit dem Gerät verbunden. Was ich daran sehe, dass hier einerseits ein grünes Bluetooth-Icon da ist. Hier beginnt die Zeit zu zählen und hier sehe ich auch bereits sofort meine Impedanz. Das ist die Anzeige für den Elektrodenkontakt zwischen den Elektroden jetzt, die ich angeschlossen habe. Und die ist bereits ganz gut bei 9,6 Kiloohm. Ja. Und wenn ich jetzt mal eine Elektrode abnehme, dann demonstriere ich Ihnen mal, was passiert. Ich habe es jetzt in der Hand und sofort geht diese Impedanz auf Rot und ist bei 570, das ist so quasi eigentlich unendlich. Da endet der Messbereich, weil ich ja nun die Elektrode gar nicht mehr im Kopf habe. Und ich zeige Ihnen mal den Effekt von One-Step. Wenn ich jetzt also hier die Elektrode wieder anlege, wieder von hinten durchschiebe
und die Impedanz ist noch nicht ausreichend. Also wenn sie unter 10 ist, dann ist sie schon so gut, dass Sie im Prinzip loslegen können. Ich könnte jetzt sofort mit dem Training anfangen, aber wie gesagt, bei meiner Frisur geht das auch sehr, sehr gut, weil die Elektrode gut anliegt, guten Hautkontakt hat. Wenn Sie viele Haare haben, dann kann es notwendig sein, nochmal ein bisschen mit Kochsalzlösung, nochmal Elektrode abnehmen, das Filzplättchen raus, 2, 3 Tropfen, 1, 2 Tropfen mehr drauf zu geben und nochmal anzulegen, weil die Haare eben entsprechend auch die Kochsalzlösung aufnehmen. Oder ich nehme ein bisschen von dieser One-Step-Paste, gebe mir ein bisschen auf den Finger, ja, wirklich nur so eine kleine Menge. Und dann nehme ich die Elektrode und unter der Elektrode, wo sie sitzt, reibe ich so ein bisschen mit dem Finger das One-Step ein und platziere die Elektrode wieder an der gleichen Stelle. Soweit. Und wir schauen mal, was passiert. Sie sehen, die Impedanz ist jetzt bei 5,2, 5,3. Einfach dadurch, dass ich noch mit ein bisschen One-Step-Paste hier die Ableitung verbessert habe. Soweit. Das gleiche kann man auch mit den Ohrelektroden machen, aber in der Regel ist das nicht nötig. Die Ohrelektroden sind meistens von vornherein gut, weil es ein guter Kontakt direkt dort mit der Haut gibt. Es ist völlig normal, wenn Sie am Anfang ein bisschen erstmal schauen müssen, bis die Kappe richtig sitzt, bis die Elektrode richtig guten Eindruck hat, bis Sie dort solche Impedanzen hier unter 10 Kiloohm hinbekommen. Zwischen 10 und 20 ist es gelb, das geht auch noch, aber in der Regel sollten Sie es schaffen, das unter 10 zu bekommen. Haben Sie da ein bisschen Geduld mit sich, um das hinzubekommen. Wenn es partout nicht geht und Sie die Impedanzen wirklich ganz weit oben haben, weil eben so, als wenn gar keine Elektrode angeschlossen ist, dann können Sie einmal auch einen Test durchführen, ob alles von der Verbindung her so gut verbunden ist und in Ordnung ist, indem, das zeige ich Ihnen einmal, ich nehme mal die Elektrode nochmal ab, indem Sie einen Kurzschluss herstellen, und zwar zwischen der weißen und der schwarzen Elektrode. Ja, ich habe jetzt mal beide abgenommen. Und wenn ich die so mit dem Filzplättchen hier so aneinander halte, mal das so sehen, ja, dann mache ich ja einen Kurzschluss zwischen den Elektroden, genau so. Ja, also ich schiebe die mal so aneinander und dann sehen Sie 0,5 Kiloohm. Also perfekter, fast 0, also weil ja noch Filzplättchen dazwischen ist, also ein Kurzschluss. Man sieht, okay, die gehen ganz runter, die Kabel sind in Ordnung. Das gleiche könnte ich jetzt auch nochmal mit der gelben Elektrode machen. Dazu müsste ich aber die gelbe Elektrode bei weiß reinstecken, weil nur dieses Zusammenhalten funktioniert. Also die gelbe Elektrode jetzt gegen die schwarze würde nichts bringen. Ich müsste also aber um das Kabel zu testen, ob das auch in Ordnung ist, das gelbe Kabel müsste ich es bei weiß reinstecken und dann ineinander halten genauso. Und das wäre der Kabeltest, den wollte ich einfach auch nochmal kurz in dem Video mit zeigen, womit man ganz sicher sein kann, dass die Kabel in Ordnung sind, dass eine gute Verbindung da ist. Und jetzt, wo ich wieder alles anlege, bin ich wieder bei 5,7, 5,4. Ansonsten sehen Sie hier oben die Akkuanzeige noch und die Bluetooth-Verbindungsqualität hier ist die ganze Zeit grün, ohne Fehler, ohne Synchronisationsfehler. Und Ihre persönliche Sensorseriennummer, es kann sein, dass Sie am Anfang so ein kleines Fenster noch sehen, dass Ihr Gerät zum ersten Mal mit Ihrem Account gekoppelt wird hier. Da steht dann eben auch das Gerät, dass es mit Ihrem Account verbunden ist. Und Sie sehen nochmal Ihre Account-Informationen, Ihr Supervisor und ja, auf die Benutzung der Software werde ich dann in dem anderen Video detailliert weiter eingehen. Noch ein paar abschließende Worte zu Bluetooth. Wenn Sie hier, also ich trenne den Sensor nochmal, wenn Sie hier auf Verbinden klicken und nicht dieses Pop-up-Fenster haben, wo der eSense eGenius angezeigt wird, prüfen Sie, ob Bluetooth auf Ihrem PC aktiv ist und vorhanden ist. Und es gibt in der FAQ hier so ansonsten, ich koppel nochmal, weitere Tipps und Hinweise zur optimalen Bluetooth-Verbindung, auch mit einem Video, wo nochmal ganz explizit darauf eingegangen wird, falls es Probleme mit der Verbindung geben sollte, und auch weitere wichtige Hinweise hier nochmal in der FAQ. Deswegen bitte ich Sie, auch die FAQ hier sich unbedingt noch einmal genau anzuschauen. Und ganz zum Schluss möchte ich noch mal ein paar generelle Tipps geben zum Neurofeedback-Training. Wählen Sie ein ruhiges Umfeld, schalten Sie Ihr Handy auf stumm oder aus, auch schalten Sie Bluetooth am Handy aus und schalten Sie andere Bluetooth-Geräte aus, die können die Verbindung stören. Schaffen Sie sich einfach gute Voraussetzungen dafür, ein bequemer Stuhl, kein Schwingstuhl, nichts, wo man die ganze Zeit irgendwie wippen kann, das erzeugt nur Artefakte. Trainieren Sie in der Regel mit offenen Augen und ein typisches Trainingsintervall wäre jetzt jeden zweiten Tag, jeden dritten Tag
Also mehrmals die Woche in jedem Fall sollten Sie trainieren. Nicht jeden Tag, das wäre zu viel. Und wir haben auch eine Einstellung in der Software, die die Nutzung auf 1 Stunde pro Tag begrenzt. Das halten wir aus unserer Sicht für das Maximum, was man machen sollte. Und innerhalb von 24 Stunden eben. Das ist so unsere Fair Use Policy. Und es ist auch ganz gut, wenn man zur gleichen Tageszeit in etwa trainiert. Noch so ein bisschen als Tipps. Wenn Sie Konzentrationstraining machen wollen, machen Sie es nicht kurz vorm Schlafengehen. Ja, machen Sie es dann, wenn Sie noch fit sind im Kopf. Wenn Sie ein Entspannungstraining machen wollen, dann dürfen Sie das natürlich auch gerne abends machen. Das passt durchaus. In der Software sind mehrere Trainingsintervalle mit enthalten, Trainingslängen von typischerweise 15, 20 Minuten oder auch mal 30 Minuten. Das sind so übliche Neurofeedback-Trainingszeiten, die hier im Heimtraining sich gut etabliert haben und gut funktionieren. Und ganz zum Schluss noch ein paar Worte: Sollten Sie mehrere Benutzer sein, die den eSense eGenius hier nutzen, dann wie gesagt, brauchen Sie eventuell noch mehr als ein Starter-Set und legen Sie sich für jede Person einen eigenen Account an, damit die Daten nicht durcheinander kommen. Registrieren Sie sich also mehrmals und loggen Sie sich dann entsprechend mit dem jeweiligen Account der Person, die gerade trainiert, ein. Das Zubehör, wie gesagt, hält für viele Messungen. Wir haben durchaus, sage ich mal, 100 Messungen kann man machen mit den Elektroden. Man braucht eventuell eben vorher mal eine neue Kochsalzlösung. Und die Filzplättchen sollte man vielleicht nach jeder 5. bis 10. Messung einmal wechseln, wenn diese auch einfach unansehnlich werden davon. Ich hoffe, ich habe alles erstmal hier in dem Moment gezeigt und Sie können sich vernünftig anschließen und loslegen und schauen jetzt bitte das Video zur Benutzung der Software. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.